zu C. In C ist das Ganze etwas gefährlicher. Ja. Fangen wir an wieder mit den Integer-Variablen. Wir brauchen natürlich hier oben jetzt kein IO-String und den String brauchen wir auch nicht. Das kommt weg. Und wir haben eben folgende Zeile. Wir müssen jetzt hier eben include Standard IO wieder nehmen. Ja. Und was wir jetzt brauchen, ist der Befehl scanf. Ja. Scanf, und wir können jetzt hier zum Beispiel angeben für Integer-Variablen %d, und hier haben wir jetzt int d und das Ganze geben wir wieder aus mit printf. So, %d und /n. So, das Ganze sollte jetzt was einlesen, und hier müssen wir natürlich noch angeben, Komma, und jetzt aufgepasst, Adresse von d. Ja, wenn wir hier ein d eingeben, dann fliegt uns das ganze Programm um die Ohren, weil dann printf, hier ist ein Rechtschreibfehler, weil wir dann eben an eine undefinierte Adresse was schreiben. Ja, das kann funktionieren, das kann aber auch komplett schief gehen, je nachdem, wie der Computer gelaunt ist. Und hier haben wir schon das Ergebnis, ein Absturz. Ja, und daher die Warnung, in C wirklich aufpassen. Ja, man kann sehr viel falsch machen. Hier muss die Adresse hin und dann funktioniert das auch. Dann kann ich hier eben eingeben, zum Beispiel, ja, sowas. Ja, ich kann auch mit Double arbeiten. Ja, Double D, dann muss ich hier eben LF angeben, ja, weil das eben nicht F wäre für Float, LF ist für Double, und großes LF, das wäre eben für Long Double, das sind nochmal genauere Variablen, aber das alles später. Ja, und dann können wir hier eben das so ausgeben. Jetzt kann ich hier eine Kommazahl eingeben, 3,14159 und so weiter. Ja, scheint zu funktionieren. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das ist, wenn wir mit Charaktern arbeiten. Ja, ist genauso einfach, nur dass hier ein %c steht und wieder das und nicht vergessen. Und so können wir eben auch einen Character eingeben. Ja, das funktioniert also auch genau wie in C. Geben wir ein D ein, funktioniert. So, zu den Strings, da wird es wieder gefährlicher. Ja, C kennt ja wirklich nicht diese schönen Strings von C++, wo alles abgefangen wird. In C müssen wir hier ein Array mit einer gewissen Größe machen. Ja, und dann können wir in diesen String was einlesen, das geht mit %s, und hier sollten wir tunlichst angeben, wie viele Elemente da reinpassen. Ein String, ja, das werden wir später auch noch sehen, ist nämlich immer mit einer 0 abgeschlossen. Wenn dann zum Beispiel der String ABC heißt, dann steht da ABC und hinten noch eine 0. Das heißt, wir können hier nur 999 Buchstaben einlesen. Ja. So ist es auch sicher, so kann ich eben einen String einlesen und hier ausgeben. Ja. Und Moment, hier ist ein S undeklärt, natürlich, hier müssen wir S schreiben. So, und wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir, hier fragt uns das Programm eben, Moment, noch ein C, hier ist noch ein C, dann fragt uns das Programm eben nach einem String, und den können wir hier eingeben, und wir sehen, es nimmt wieder den ersten Teil nur. Wenn ich jetzt eine ganze Zeile eingeben will, ja, dann geht das hier, indem ich hier eine eckige Klammer hinschreibe und hier das Zeichen reinmache, was eben nicht, das steht für nicht, /n ist die Carriage Turn, was eben so lange nicht auftauchen darf. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt starte, dann liest das mir meine Werte ein, bis ich eben Return drücke. Ja, starten wir das mal. Jetzt kann ich das hier eingeben und so weiter. Und wir sehen, eine ganze Zeile wurde eingelesen. Ja, das Ganze ist natürlich sehr gefährlich, wenn ich hier irgendwas Falsches eintippe. Dann, wenn ich hier zum Beispiel nur 1 hätte, dann könnte ich das ganze Ding über die Grenzen vollschreiben. Und daher wirklich hier die Warnung, man muss da wirklich schon genau aufpassen. In C++ ist das natürlich alles viel komfortabler. So, jetzt können wir eben Sachen einlesen, und wir kommen jetzt zu unseren Schleifen. Ja,